Guten Morgen, Leute. Wie ihr gesehen habt, sind wir heute Morgen auf dem Friedhof von Karken gestartet. Karken heißt ja übersetzt Kirche. Und ja, wir werden heute eine Wanderung machen um die 15 Kilometer. Ja, 17 ungefähr Maximum. Die Sonne scheint. Muss mal eben schauen auf meine Navigation, wo ich hin muss. Also, sage ich schon, um die 17, ja Maximum 17 Kilometer heute. Und dann, mal denken, das Wetter, ja. Vormittag 10 Grad, Nachmittag 12 Grad, also zusammen wird das ungefähr 22 Grad sein. Ne? Ist ja der 3. November heute. Also mitten Ende Herbst. Aber man sieht schon, schönes Wetter heute. Für eine schöne Wanderung. Und es ist früh dunkel, also die Touren können nicht mehr so lang sein heutzutage. Und wir werden ein paar Mühlen sehen und was uns so weiter noch für die Flinte kommt. Es ist heute wieder die Zeit der langen Schatten. Ne? Das sieht ja geil aus. Da steht sie, Leute, eine alte, rostige Landsbulldogge. Also das ist geil. Wow. Wow, wow, wow. Der sollte mal wieder eine schöne schwarze Farbe bekommen. Denn der hat er original, garantiert sicher. Da unten ist er durchgerostet und da muss man mal einen Deckel sehen. Das ist die Heizkammer. Das war noch stumm. Eine Dampfmaschine war das noch, ne? Eine Dampfmaschine. Mann, ist das geil. Schau dir das mal an. Schande, wie die hier steht, ne? Wow. Der Unkraut steht schon drauf. Das ist richtig alte Technik. Heiliger Scheiße. Die braucht mal eine Restaurierung. Was für ein Ding. Geil. Da ist sie durchgerostet. Und ich glaube, da sehe ich Holz. Ja, das ist Holz.
Ein bisschen Verkehr heute, ne? Eine kleine Kapelle hier, recht modern. Ach, mit Videoüberwachung. Unglaublich. Man kann sogar rein. Tja. Sie ist klein, ne? Das ist ein altes Foto. Das mal gut im Bild nehmen. Hör mal die Krähen. Ich weiß nicht, ob ihr die über das Mikrofon hören könnt. Eine Allee, wo man nicht durchlaufen kann. Jetzt läufe ich auf dem Mühlenweg, Leute. Also hier sollte irgendwo eine Mühle sein. Dass diese Gebäude sind da, die sehen ja recht modern aus, ne? Wir nähern uns dem Ziel. Da ist ein Bauernhof. Alles Rinder. Ich kann es nicht sehen, ob es Kühe sind. Sehe ich von hier aus nicht, aber ich denke Rinder. Ich drehe mich noch nie um, weil ich habe die Mühle noch nicht gesehen. Und da steht ein Kreuz gegen ein Haus. Und tatsächlich, hier ist die Mühle. Aha. Da sieht man schon die Mühlesteine, ne? Einer, zwei und drei. Also hier sollte eine Mühle sein. Oder ist hier mal gewesen, ne? Man kann es ja weiter nicht sehen hier. Das ist alles ja Privatgelände, da gehe ich nicht drauf. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen kann auf die Kamera, aber da hinten ist Karken und da sieht man die Kirche von Karken, ne? Ganz weit in die Ferne.
Und hier nochmal den Bach von der anderen Seite. Und schaut ja gegen die Sonne, ne? Und das wird wolkig so zu sein. Da liegen die Rüben. Können Futterrüben sein oder Zuckerrüben, aber ich glaube, dass es Futterrüben sind, keine Zuckerrüben. Also die Ernte haben die Bauern schon eingesammelt heute. Und das ist gut. Und dann muss ich, glaube ich, da vorne nach rechts. An der Seite ist der nächste Ort. Da sieht man auch eine Kirche. Wenn es gut ist, kommen wir hier an ein Gewässer. Ja, es ist gut. Ich sehe es schon. Hier ist tatsächlich ein Gewässer. Manchmal ist es ein bisschen schmierig, ne? Ein bisschen matschig, aber es geht. Da werden wir mal ein schönes Wäldchen machen hier, ne? Da sieht man schon die Fischen, aber es ist alles sehr feucht heute Morgen. Naja, okay. Ich höre schon die Ente. Ja. Da sehe ich schon eine Ente. Nein, das ist keine Ente, das ist ein Huhn, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, ist zu klein. Und so friedlich heute Morgen, ne? Ja, Leute, hier liegt sogar ein Boot. Hier kann man auf dem Wasser fahren, aber man muss das Boot erstmal leer machen, ne? Da steht Wasser drin. Ein Surfboard oder was ist das da hinten? Weiß ich nicht. Ja, kann man über Wasser fahren, ne? Aber werde ich heute nicht machen, Leute. Ist mich zu viel Arbeit. Und dann gehen wir wieder. Und das ist ein bisschen matschig hier. Wahnsinn. Schon 4 Kilometer gelaufen und dann kriegt man das hier. Ne? Das ist einfach so etwas von geil. Ne? Die ganzen Wasservögel. Ja Leute, deutsche Straße werden grün, ne? Und man sieht das hier ja. Ich muss mal aus dem Gras raus. Hier ist es etwas weniger Gras, aber matschiger. Oh mein Gott. Man braucht hier Stiefel und keine Schuhe.
Guck mal da, Leute. Müssen wir nach rechts. Das ist ja Wahnsinn, dass wir hier nach rechts müssen. Es ist eine Herausforderung hier zu laufen, Leute. Man sieht kaum den Pfad. Man sieht, wo die Leute gelaufen haben, aber es ist sehr schwierig zu sehen. Aber wir laufen richtig. Da gibt es noch Blumen, die sind noch am Blühen. Ne? Hat eine nach dem Wasser gelaufen. Eine schöne Umgebung hier. Muss man nur im Sommer machen, wenn es trocken ist. Nicht im Herbst oder Winter, wenn es nass ist. Und tatsächlich, hier ist eine Brücke. Da sieht man Wasser, es ist gestaut, so zu sehen. Und hier sieht man Wasser. Guck mal, wie schnell das strömt, ne? Wow! Und wir gehen da lang. Wir müssen 700 Meter über diese Straße. Ja Leute, 4,73 Kilometer gelaufen durch das Gestrüpp, ne? Das Wasser neben mir, da, das ist ja, wenn ich mich gut erinnere, die Ruhr hier in Deutschland. Und wir laufen entlang die Ruhr. Aber so zu sehen wird die Straße besser jetzt. Das ist unglaublich. Es ist noch immer Gras, aber es öffnet sich. Meine Schuhe sind nass. Ja, kann man nichts machen, ne? Und ich laufe einfach weiter entlang die Ruhr. Und das Stück hier sind 700 Meter ungefähr, was man durch den ganzen Scheiß laufen muss, ne? Man sieht auch, dass hier Leute gelaufen haben. Also ich bin nicht der Erste. Aber man muss ja schon im Herbst oder Winter kommen. Nicht im Herbst und Winter, im Sommer, wenn es trocken ist. Heißes Wetter trocken, dann wird das hier auch trocken sein. Dann kann man hier besser laufen als jetzt. Jetzt sind wir wieder auf dem Trockenen, aber das ist nicht lange. Naturschutzgebiet, natürlich. Wir sind hier in Deutschland, ne? 5,03 Kilometer. Und ich denke, ich werde hier mal an dem Wasser eine Trinkpause machen. Straßenschäden. Orsbeck, Hückelhofen, Waldfeucht, 10 Kilometer, Kaken, 1,9 und Erfurt. Mit dem Fahrrad. Ne? Ja, das ist eine schöne Straße zum Laufen. Ne? Hier ist eine Bank, aber ist hier wenigstens ein bisschen trocken. Nein, kann man nicht draufsetzen, das geht gar nicht. Ja, wir haben ja nur 5 Kilometer, also es kommt noch eine Hütte. Also schrubbe ich einfach weiter, ne?
Betreten des Grundstücks verboten. Also verstehe ich nicht. Und es stehen überall Banken. Also, was ist das denn für ein Scheiß? Lebensgefahr, wieso Lebensgefahr? Naja. Nach 6,38 Kilometern laufe ich wieder in ein Dorf, Leute. Nur ich habe keine Ahnung welches Dorf, denn da war kein Ortsschild. Aber ich sehe da schon die Kirche, ich weiß nicht, ob wir da kommen. Ich sehe, ich sage noch 230 Meter rechts. Also, es ist wieder schon trocken hier, ne? Da können nämlich die Schuhe mal wieder trocknen. Walbachstraße sehe ich hier. Eine totlaufende Straße. Okay. Keine Ahnung, wo ich mich hier befinde. Und da kommt die Kirche. Und hier laufe ich an die Freiwillige Feuerwehr vorbei. Auf einer Feuerwache. Das sieht relativ neu aus hier. An dieser Seite, wo ihr nicht sehen könnt. Wow. Es hat gewimmelt. Edith Stein, ja, das ist auch wieder so eine Lüge, ne? Denn dafür ist Ophoven, Stadt Vossenberg. Und nach 6,77 Kilometer verlasse ich das Dorf Ophoven wieder. Zumindest, das glaube ich. Denn ich sehe da vorne auch wieder Häuser, aber wir werden das sehen. Nein, ich gehe nicht zu dem Häuser, ich gehe hier geradeaus. Wieder in die Pampe. Ja, ich gehe wieder in die Pampe. Das ist ja affentüten geil, ne? Das ist eine Brücke über einen Bach, der gar kein Wasser hat. Eine Baumstange mit einem Tisch mit Blättern drauf. Wahrscheinlich nass. Wahrscheinlich nass. Na, ich kann mich da mal ein bisschen ruhen. Ne? Ja, sitzen kann man sich hier nicht mehr. Das ist viel zu nass. Naja. Mal etwas trinken kann man schon. Unglaublich. Ist auch schon eine schöne Wanderung, Leute. Dann sagen wir es von Wolle. Ich mag diese Wanderung.
Das ist doch schon relativ nass, ne? Kannst du vergessen. Ich muss mich nächstes Mal mein Handtuch mitnehmen, ne? Das ist, da ist da wieder Löwenzahnwurzeltee. Gegen Krebs, Entzündungen, Rheuma und so weiter und so fort. Ne? Denn man braucht das Zeug von Big Pharma nicht. Das ist alles Giftmüll. Das ist alles Giftmüll. Ja, Leute, schaut euch all die Vögel mal an hier. Das sind ja jede Menge. Ich denke Möwen. Aber das ist schon weit weg, ne? Nein? Gänsen oder so etwas. Ja, an der anderen Seite sehe ich ja die Ruhr. Nein, das ist nicht die Ruhr, das ist ein See. Das kann nicht sein, die Ruhr ist hinter mir. Und tatsächlich ein See, Leute. Und ich denke, dass es eine alte Kiesgrube ist. Denn ich sehe da hinten Maschinen. Mal sehen, ob ihr die auf Kamera erkennen kann, aber ich sehe da hinten Maschinen. Ich denke, eine alte Kiesgrube. Es ist auch verschlossen hier, ist ein Tuch. Ah Leute, alles gut? Ja, ich sehe es ja. Habt ihr auch solche gute Laune wie ich? Glaube schon, ne? Ja. Guckt dir die mal an. Die sind ganz interessiert. Naja. Und dann hier vorne. Den Blick hier. Wow. Der Blick ist geil. Und einer hinterfolgt mir. Gehst du mit mir mit? Du auch? Die kommen alle hinter mir her. Wie geil ist das denn? Ich möchte auch keinen mitnehmen, aber es geht nicht. Ja, das ist ein geiler Blick, ne? Da sieht man die ganzen Maschinen. Kommt, glaube ich, ein Auto.
das auf diese schlechte Straße. Ja Leute, 8,76 Kilometer gelaufen, 8,66 Kilometer zulaufen. Also wir haben die Mitte der Wanderung erreicht. Ja. Und haben schon sehr viel gesehen. Es ist richtig geil, Leute. Das Wetter ist geil. Alles, was man zu sehen bekommt, ist geil. Es ist einfach schön. Ne? Und vorher die Rentner, war das nicht geil? Die kamen hinter mir her. Das war ja richtig schön. Wenn die raus konnten, wären die mit mir mitgelaufen. Also, das ist unglaublich. Und man sieht ja überall Ränder hier. Ne? Und daneben mir sieht man schöne gelbe Blumen. Schau dir die mal an. Kann man ein bisschen gerade halten. Ne? Ist besser. Ich habe keine Ahnung, was das für Blumen sind. Und da hinten ist wieder ein Dorf. Ich weiß nicht, ob wir da kommen, aber es ist schon sensationell. Und es gibt da vorne, tatsächlich einen Hügel. Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist wahnsinnig geil. Ich werde auch mal ein Bild von machen hier. Von dem Panorama hier. Das ist das Panorama, das ich sehe. Schau mal, den Berg da hinten oder den Hügel, was das sein soll. Und wieder Ränder. Also auch hier kann man die Kamera einfach laufen lassen. Und was das für ein Gerät ist, weiß ich nicht. Kann mal jemand in die Kommentare schreiben. Und ein Flugzeug in der Luft da oben sehe ich. Ja Leute, ich dachte, das wäre ein Stall, aber das ist so zu sehen eine Ruine. Ja, das sieht aus wie eine Ruine. Das sollte, ich denke, eine Ruine von einem Haus so zu sehen. Unglaublich. Ran kommt man da nicht. Kannst du vergessen. Ja, von dieser Seite sieht man auch etwas besser. Ne? Da sieht man auch eine Tür. Ne? An der Seite auch. Das sieht tatsächlich aus wie eine Ruine von einem Haus. Und dann kommen wir in den Forst und da ist wieder eine Kapelle. Ja, es geht hier einfach Schlag auf Schlag. Ne? Wollen wir mal schauen. Ne? Eine Kapelle, das müssen wir sehen. Wenn wir rein können. Das ist wahrscheinlich jemand 50 geworden. Oder ist das eine Frau, die da sitzt? Und ich glaube eine Puppe. Ist die offen? Ja, die ist offen. Also wir können mal reinschauen. Ne? Also schlicht und einfach. Ne? Schlicht und einfach. Und das ist tatsächlich eine Puppe. Da macht man heute auch schon mit Puppe mit 30. Normal nur mit 50, ne?
die Seite sieht man viel besser, wie der strömt. Strömt richtig gut, ne? Wow. Nach 9,94 Kilometer verlassen wir den Ort Forst. Dann gehen wir zu Ohe, aber da kommen wir nicht. Wir gehen rechts hier vorne. Und hinter mir sind Pferden. Da laufen Ganzen so zu sehen. Da neben mir, an dieser Seite ist ein Wasser. Man kann es nicht sehen durch das Gestrüpp. Aber da ist ein Wasser, man hört die Vögel ja. Da sind sie. Und da fliegen sie davon. Klugscheißer. Nein, man kann nichts sehen. Auch hier ist alles zu. Wow. Hier kommen zu Hückeloben und Orsbeck. Und komm mal zeigen, wir müssen mal eben über die Brücke, da ist etwas zu sehen. Ja. Man sieht ja tatsächlich, das sind ein paar Enten, die da schwimmen. Oder eine Ente.
Hier gibt es eine Hütte. Ich bin Ingenieurarchitekt in einem. Der Biber. Und das stimmt. Ja, genau. Hier kann man dran drehen. Hier steht auch etwas über den Biber, ne? Schutzhütte, Abhofen. Also, wir haben jetzt 11,5 Kilometer gelaufen, brauchen noch 5,94 Kilometer, noch keine 6 Kilometer mehr. Dann sind wir fertig, aber erstmal eine kleine Pause. Ne? Mal etwas trinken. Immer wieder Fahrräder. Also das ist sehr herrlich. Den Löwenzahntee, den muss man ja immer anreichern mit Honig, ne? Für den Geschmack. Und dann ist er super. Ich habe noch einen Apfel dabei. Jawohl, da habe ich hier mal einen Apfel essen. Ne? Schön ans Wasser. Ja. Mal eine kleine Pause einlegen. Ne? $12:50. Oh, so. 10 Minuten für 1. Das ist schon. Noch 5 Kilometer. Eine Stunde. Stehen bleiben bitte. Eine gute Stunde. Oder schon eine Stunde, denke ich. Es ist ja verdammt viel zu sehen und viel zu filmen. Ne? Erstaunlich. Das ist praktisch windstill heute. Und da kommt eine Spinne. Die schaut sich ab an meine Mütze. Unglaublich. Was für eine Frechheit. Und seit das Wasser zusammenfährt, dann da läuft auch einer. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wieder die Ruhr ist. Das kann sein, dass das wieder die Ruhr ist hier. Als gut ist, laufen wir hier wieder auf Kalken zu.
Und ich hatte recht. Dann hier steht, zum Leben frei machen, das ist tatsächlich die Ruhr. Und da steht vielständige Flusslandschaft von der, was steht da? Eifel bis zu Maas. Ah, von der Eifel bis zur Maas steht da, okay. Das ist ein bisschen, und hier kann man stehen und dann kann man die Aussicht hier auf die Ruhr genießen. Ne? Das ist der Plan. Ein Haufen Getöse, Leute. Wow. Der Dreck der Zivilisation. Ein Reiger, denke ich. Ein Reiher. In Deutsch. Ich hätte ihn stehen. Ich muss das ausvergroßen auf dem Computer, aber ich denke, es ist ein Reiher. Das ist schmal, ne? An der einen Seite sieht es so aus und an der anderen Seite gibt es die Ruhr. Da sieht man schon die Kirche von Karche, ne? Da gehen wir hin. Das sind nur noch 3,54 Kilometer. Also 4 Kilometer ungefähr, ja 3,5 Kilometer. Dann sind wir wieder in Karchen. Und wir laufen hier mal entlang die Ruhr, jetzt in die gegengesetzte Richtung. An die andere Seite. Mann, ist das eine geile Tour heute. Absolut auf den Denken geil. Nach 14,7 Kilometer laufe ich wieder Karken hinein. Es sind nur noch 2,85 Kilometer bis zum Auto. Ich muss mal wieder ein riesiges Palast bauen. Unglaublich. Und da muss noch eine Mühle kommen, Leute. Bin mal gespannt hoch.
das ist ein Teil einer alten Kirche. Alte Pfarrkirche Kempten, also da ist nicht viel mehr von übrig. Das ist die gewaltige Kirche von Karken. Ne? Kempen heißt das hier offiziell. Ja Leute, ich war mal wieder auf dem falschen Dampfer. Ne? Es ist hier nicht Karken, es ist für Kempen. Und ich muss ja noch 2,31 Kilometer bis zu Karken. Oh Mann. Aber die Kirche sieht gleich aus hier, wie die in Karken. Dadurch war ich ja komplett, war ich auf dem falschen Dampfer, weil ich die Kirchen verwechselt habe. Aber ich habe Videos gemacht, auch von dieser Kirche. Und jetzt gehen wir zur Karken. Hei, 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 hei. Das da hinten ist die Kirche von Karken, Leute. Der Turm da. Der andere, was wir sahen, war von Kempen. Oh Mann. Naja, kann passieren, ne? Ja, Leute. Nach 16,5 Kilometer kommen wir wieder zurück in Karken. Da steht das Schild. Und hier rechts soll irgendwo die Mühle sein. Und ich denke, dass das das hohe Gebäude ist. Mit all diese Scheiße drauf. Die nicht gesund ist für die Menschen. Guck mal da oben, was alles drauf steht. Sandmasten sind das, ne? Für Telefon und so weiter. Das kann die Mühle sein. Und tatsächlich hier rein ist die Mühle. Also das ist eine moderne Mühle. Da ist auch ein Mühlestein, das sieht man nicht. Hier ist alles zu. Aber da sieht man die Mühle. Das ist die alte Mühle hier vorne. Aber da kommt man nicht rein. Denke ich. Nein, das muss da sein. Und da steht der Mühlenstein. Karker Mühle. Ja. Hallo. Das ist die Karker Mühle, Leute. Ja, da sind wir auch schon Säcke, ne? Und hier sieht man nämlich, die ist seit 1317. Wir sehen, was auf dem Schild steht da. Wahrscheinlich die Öffnungszeiten. Karker Mühle. Das drinnen sieht alt aus. Öffnungszeiten, Montag, Freitag 9 bis 18 Uhr und Samstag 9 bis 13 Uhr. Okay. Da stehen Säcke, siehst du. Das sind Steine. Karker Mühle. Okay.
Am wenigstens die noch gefunden. Ja Leute, nach 17,9 Kilometer bin ich wieder im Auto. Puh, das war eine verdammt schöne Tour. Die war richtig affektiert geil. Was ich da geplant hat, war super. Also, da werde ich heute mal was Extras für mich selber machen, ne? Weil das war einfach herrlich. Die Touren von mir werden immer besser. 17,9, sehr viel gesehen, sehr viel gesehen. Bin mal gespannt auf die Aufnahmen. Dann, ja, wir haben die Ruhr ja sehr viele Aufnahmen von gemacht. Hatten keinen Wald heute, aber der Rest war alles dabei. Also Leute, wenn Ihnen dieses Video so gut gefallen hat, wie mir die Wanderung, gebt einen Daumen hoch, abonniert euch auf den Kanal und schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Video fand. Ja? Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ne? Die nächste Wanderung kommt bestimmt. Ja Leute, während die Abmoderation war der Akki der Insta360 komplett leer. Also habe ich doch schon einiges gefilmt heute, ne? Dass der Akki von der Insta360 leer ist. Also Leute, gebt den Video einen Daumen hoch, nicht den Daumen ein Video hoch. Ach Mann, das ist wieder ein Sprachsalat, ne? Also gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Video fand. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ciao, ciao, Ihr Theo.